Hallo, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. So wie ihr seht in meinen Videos, gibt es Animationen in meinen Videos. Und die mache ich selber und die mache ich in Blender. Und heute gehen wir in Blender arbeiten. Und zwar, wir gehen Löcher machen in ein Rohr. Oder ein Zylinder. An der linken Seite unten seht ihr, welche Maustaste das ich drücke. Die Version von, nicht nur die Maustaste, auch die Tastatur. Und die Version von Blender, die ich verwende, ist 2.93. Das ist zurzeit die neueste Version. Und den Würfel, den kann man einfach entfernen. Da drückt man einfach die X-Taste und bestätigt das mit Delete. Das hatte ich gehofft. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt nehmen wir Shift A. Mesh. Wir können natürlich einen Zylinder nehmen für ein Rohr, aber die Profis sagen immer, ein Kreis verarbeitet sich viel besser. Also machen wir es wie die Profis und nehmen einen Kreis. Der Kreis ist 1 Meter, 32 Segmente, das ist gut. Vertices, Segmente. Dann Taste 1. Gehen wir zum Edit-Mode oben. E von Extrude. Und dann ziehen wir das Teil hoch über die Z-Achse. Da sieht man noch schon ihn. Da haben wir ihn. Und da möchte ich jetzt ein Loch drin haben. Zurück zur Objektmode. Sieht man ein schönes Rohr. Geil. Jetzt möchten wir da ein Loch drin haben. Wie machen wir das? Wir nehmen Shift A wieder. Shift A. Und wir nehmen wieder einen Kreis. Ich möchte den nur 0,5 haben. Okay. Die G-Taste. Richtung X. Ziehe den raus. Nehmen die R-Taste. Die Y-Taste. Und dann 90. Dann dreht er sich. Und bestätigen. Und dann können wir die G-Taste nehmen. Z-Taste und den hochbringen. Wo wir ihn haben möchten. Zum Beispiel hier. Da steht er. Ich werde noch GX etwas nach drinnen ziehen. So. Und jetzt gehen wir wieder zum Edit-Mode. Extrude. Also die E-Taste. Und dann mit rechter Maustaste annullieren. Und jetzt können wir mit die S-Taste von skalieren. Guck mal, was wir da kriegen. Zack. Jetzt haben wir ein schönes Loch. Ganz schönes Loch. Sieht schön aus. Aber das Loch muss da drin. Was mache ich da? Zu Objektmode. Add Modifier. Wir brauchen Shrink Wrap. Dann sagen wir hier Circle
Kreis, aber das sieht ja gar nicht aus. Das ist ja also da oben Projekt, projektieren, Z und negativ. Jetzt sitzt er drauf. Super. Apply anwenden. Jetzt selektieren wir beide. Nein, nicht beide. Nur das Hoch selektieren. Dann gehen wir zurück zur Edit Mode. Steuertaste und R. Und wir machen Edge Loops. Da oben. Steuertaste und R. Da unten. Zack. Einen drunter, einen drüber. Okay. Dann Face Select Mode. Der. Ctrl-Taste. Der. X-Taste. Faces. Und jetzt haben wir ein Loch und noch ein Loch. Und das Loch muss weg. Das Loch bleibt. Okay. Zurück zur Objektmode. Da werde ich etwas nach unten bringen. G. Richtung Z. Etwas nach unten. So. Da ist er frei und da ist er auch frei. Das ist super. Und jetzt den Shift und den Steuertaste J. Das ist Join. Und jetzt ist das ein Objekt. Jetzt brauchen wir nur noch das zweite Loch zu schließen. Dafür gehen wir zur Edit Mode. Edge Mode. Und dann können wir hier mit Shift-Taste selektieren und mit der F-Taste füllen. Gleiche mache ich hier. Shift-Taste, F-Taste. Wie komme ich da? Ich denke 1, nein, 2. 2 Stück. F. F. Und dann letzte. Eins, 2, 3, 4. Das ist, glaube ich, gut. Dann der hier. 1, 2, 3, 4. Das sieht gut aus. Nach unten das gleiche Spiel. Eins, 2, 3, 4. Super. Den und den.
Der ist zu. Auch zu. Den. Nein. 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 Neuer Versuch. Jetzt. Zu. Wir haben ein Loch. Wir haben ein Loch. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Wir gehen wieder zu Edit Mode. So. Den. Kontrolltaste, Steuerungstaste. Den. Jetzt haben wir das Ganze selektiert. Ja. Extrude. Richtung Y. Zack. Das ist nicht gerade, also das werden wir jetzt gerade machen. S-Taste von Skalieren. Y natürlich, nicht vergessen. Und jetzt ist der gerade. Unglaublich, ne? Komplett gerade. Den selektieren. Kontrolltaste den selektieren. Den. Und den. Haben wir rundum selektiert? Jawohl. Alles selektiert. Gut. Steuertaste Bevel. Steuertaste B. Oh, das ist gut. Das ist super. Objektmode. Ich denke, das wird gut. Add Modifier. Subdivision Surface. Zwei. Drei. Jetzt schauen wir mal, ob das ganz gut ist. Jawohl, es ist super. Da sind keine Probleme drin. Also, Apply. Und jetzt ist das Rohr vom Baumarkt fertig. Auch trennen. Sieht das super aus. Und hier draußen auch. Es ist perfekt. Und so macht man ein Loch in ein Objekt in Blender. Also, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie in die Kommentare, auch wenn Sie Anregungen haben. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, gib es einen Daumen hoch. Abonnieren Sie sich auf dem Kanal. Und wenn Sie den Kanal unterstützen möchten, es gibt einen PayPal-Link unten in der Beschreibung. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.